Willkommen zum Café am Freitag, die 11. Staffel, 3. Botschaft. Thema dein Reich komme, Gottes Gegenwart komme du über jeden, der zuhört, mit deiner Kraft, Freundlichkeit und Liebe. Thema ist Voraussetzungen zu gesunder Leiterschaft. Heute eine Voraussetzung, gesund zu führen, ist die Bereitschaft oder die Verpflichtung zum Miteinander. Wir sind einander verpflichtet. Im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 2 heißt es, seid euch eurer eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Also ich habe mich oft gefragt, wie Paulus auf die Idee kommt, diese Worte in dieser Weise zu äußern. Also wenn er schreibt, seid euch eurer Niedrigkeit bewusst, muss er einen Anlass haben. Und kann der Anlass sein, dass Menschen von sich selbst mehr überzeugt sind als vom Nächsten? Ich habe einen begabten Leiter kennengelernt, der sich vollständig ins Abseits bewegt hat, weil es immer zwei Wege für ihn gab, seinen Weg oder keinen Weg. Mit anderen Worten, da fehlte etwas am Bewusstsein der eigenen Niedrigkeit. Und das hat dann bewirkt, dass er äußerst aggressiv auch, aber vor allem wertend über andere Menschen gesprochen hat und mit Menschen umgegangen ist. Er hat sich sozusagen von gesunder Leiterschaft verabschiedet. Nicht jeder erkennt das, besonders nicht die Menschen, die vor allem die Begabung sehen. Wie kannst du gesund leiten, indem du verstehst, du tust es nicht alleine? Du bist mit anderen Menschen zusammen. Die Bibel sagt, Eisen schärfte Eisen. Man muss zulassen, verändert zu werden, herausgefordert zu werden, erkennen, alleine vermag ich das nicht zu tun. Ich bin eingebettet in etwas Gemeinsames, in ein Miteinander. Ich habe John Wimber mal gefragt, als wir noch Basilea waren in Bern, als ich so hin und her gerissen war, wenn jetzt unsere Zukunft sei, ich fragte John, die Basilea Bern ist so eine tolle Gemeinde, kraftvoll, Einfluss, breitet sich aus. Wofür brauchen wir Vineyard? Klingt auch etwas arrogant, nicht wahr? Aber ich war da noch jung. Auf jeden Fall sagt er, Martin, das ist so. Die Frage ist, wird es so bleiben? Jede christliche Gemeinschaft geht durch Wellen und Entwicklungen. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Und nur wer eingebettet ist in eine Gemeinschaft, die größer ist als er selbst, wird fähig sein, gemeinsam mit anderen etwas aufzubauen, was die Welt bewegt und die Welt verändert. Das hat mir total eingeleuchtet. Ich habe gedacht, ja, so stolz ich auch sein mag, in der Basilea damals oder der Vineyard Bern, das ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Die Antwort liegt im Miteinander, dieses Miteinander, das dem Geist Gottes Raum gibt, das mehr als eine Person gebraucht wird, unterschiedlich gebraucht wird. There is not only one way, da gibt es nicht nur einen Weg, da gibt es verschiedene Wege, die wir gemeinsam gehen können. Zweitens sagt nachdem seid der Niedrigkeit bewusst, begegnet einander freundlich. Ich merke immer wieder von Neuem eines. Die Freundlichkeit, und da war meine Mutter wirklich unglaublich. Freundlichkeit ist ein Türöffner in dieser Welt. Ich habe die Israelreise organisiert und ich muss sagen heute, wer solche Dinge organisiert, muss zuerst mal eine persönliche Beziehung herstellen mit den Anbietern und dann kommt Freundlichkeit rein. Freundlichkeit ist die Nahrung für die Offenheit von Menschen. Das heißt nicht unwahr, das heißt nicht schleimig, aber freundlich, zugewandt, dem Miteinander, begegnet den anderen freundlich. Und dann sagt er, habt Geduld miteinander. Also am meisten herausgefordert bin ich mit Georgia, weil sie so anders tickt.
Und manchmal so die Vorstellung, sie ist ja meine Frau, also sie tut gleich oder sie macht gleich. Aber sie hat eine andere Pace, eine andere Vorstellung, andere Ziele. Geduld zu lernen in Beziehungen, die einander hingegeben sind. Und dann sagt er, und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Also meine Frau muss ich nicht ertragen, aber es gibt immer wieder Menschen, die ich ertragen muss. Und ertragen kannst du nicht, wenn es ein Gesetz ist. Ertragen kannst du nur Dinge, die aus Liebe geschehen. Was heißt, mich immer wieder für das Miteinander zu öffnen, im Leitungsteam, im Team Berlin, in Gremien, in der Mitarbeit in der Vineyard weltweit, in unserem Global Executive Team, immer wieder dem Miteinander verpflichtet, nicht meine Wege, seine Wege, und ich darf etwas beitragen. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und eine ganz kraftvolle kommende Woche.